Viele Jahre lang war Japan eines der ersten Länder, an die man dachte, wenn von Grand Prix Motorradrennen die Rede war. Weltmeistertitel, technologische Innovationen und die Überlegenheit der Hersteller auf der Rennstrecke deuteten auf ein Niveau hin, das für die Konkurrenz nur schwer zu erreichen war. Viele junge Rennfahrer richteten ihre Karrierepläne auf diese Marken aus. Doch in den letzten Jahren begann sich das Bild still und leise zu wandeln. Teams, die einst die Spitze teilten, müssen nun außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um zu gewinnen. Im Gegenzug haben die in Europa ansässigen Hersteller zunehmend an Einfluss gewonnen. Wie konnte sich das Gleichgewicht innerhalb weniger Jahre so stark verschieben? Diese Geschichte handelt nicht nur von Motorrädern, sondern auch von sich wandelnden Denkweisen. Zu Beginn der 2000er Jahre bestimmten die Giganten aus Fernost maßgeblich die technischen Standards in der Rennwelt. Zuverlässigkeit, Fertigungsqualität und technische Disziplin verschafften ihnen einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Die Hersteller testeten die Technologien, die sie nicht nur für die Rennstrecke, sondern auch für Straßenmotorräder entwickelten, im Rennumfeld. Dieser Ansatz hat sich jahrelang bewährt. Es wurden Meisterschaften gewonnen, Rekorde gebrochen und eine starke Kultur aufgebaut. Zu dieser Zeit konnten viele Projekte in Europa in Bezug auf Budget und Organisation nicht das gleiche Niveau erreichen. Doch Veränderung liegt in der Natur des Sports. Ab einem bestimmten Punkt wird es schwieriger, den bestehenden Erfolg zu bewahren, als an die Spitze zu gelangen. Hersteller mit Sitz in Italien und Österreich begannen, die Spielregeln anders zu interpretieren. Anstatt an traditionellen Methoden festzuhalten, verfolgten sie aggressivere Entwicklungsprogramme. Die auf der Rennstrecke gewonnenen Daten wurden wesentlich schneller ausgewertet. Die Entscheidungsprozesse wurden verkürzt. Neue Teile gelangten schneller zu den Rennwochenenden. Diese Flexibilität schuf bedeutende Vorteile. Die Ingenieure begannen, neue Lösungen auszuprobieren, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Infolgedessen schloss sich der Leistungsunterschied innerhalb weniger Jahre nicht nur, sondern kehrte sich sogar um. Teams, die einst nur hinterherfuhren, wurden nun zum Maßstab. Der heutige Erfolg der roten Motorräder ist kein Zufall. Hinter diesem Aufstieg steht ein langfristiger Plan. Die Beziehung zwischen dem Werksteam und den Satellitenteams wurde neu definiert. Die große Anzahl von Motorrädern auf den Rennstrecken vergrößerte den Datenpool. An jedem Rennwochenende wurden Tausende zusätzlicher Informationen gesammelt. Diese Informationen flossen direkt in den Entwicklungsprozess ein. So verwandelten sich kleine Vorteile im Laufe der Zeit in große Unterschiede. Während die Konkurrenten noch versuchten, ein Problem zu verstehen, hatte der italienische Hersteller bereits begonnen, den nächsten Schritt zu planen. Die heutige Überlegenheit beruht nicht nur auf der Motorleistung, sondern auch auf der Effizienz des aufgebauten Systems. Eine weitere bemerkenswerte Geschichte war der Aufstieg der in Noale ansässigen Marke. Die Organisation, die von außen lange Zeit wie ein Team aus dem Mittelfeld wirkte, verfolgte ein geduldiges Entwicklungsprogramm. In jeder Saison wurden kleine, aber wirkungsvolle Fortschritte erzielt. Mit der Zeit entwickelte sich das Team zu einer Organisation, die Rennen gewann und um Podiumplätze kämpfte. Eine ihrer wichtigsten Eigenschaften war die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen. Die bürokratischen Hürden, die in großen Unternehmen oft zu beobachten sind, waren hier weniger spürbar. Dies ermöglichte es den Ingenieuren, neue Ideen leichter umzusetzen. So wurde das Team zu einem wichtigen Akteur, während sich das Kräfteverhältnis in der Grid veränderte. Das in Österreich ansässige Unternehmen verfolgte eine andere Strategie als seine Konkurrenten. Es wurde stark in das Rennprogramm investiert und jungen Talenten wurden umfangreiche Möglichkeiten geboten. Fahrer aus den unteren Klassen wurden systematisch gefördert. Dieser Ansatz zielte nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft ab. Auch wenn die Ergebnisse auf der Rennstrecke nicht immer so konstant waren wie erhofft, entwickelte sich die Marke in kurzer Zeit zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten. Der wichtigste Gewinn war die Entstehung einer Kampfkultur. Während der Entwicklungsprozess weiterging,
begannen viele Teams, sie nicht mehr als ein Projekt zu betrachten, das man von außen beobachtet, sondern als echte Bedrohung. Der eigentliche Wendepunkt ereignete sich im technologischen Wettlauf. Aerodynamikkomponenten, Datenanalyse und Entwicklungsgeschwindigkeit wurden zu den entscheidenden Faktoren der neuen Ära. Das traditionelle Verständnis von Ingenieurswesen reichte nun allein nicht mehr aus. Während einige Hersteller vorsichtiger agierten, wagten ihre Konkurrenten weitaus mutigere Schritte. Dieser Unterschied mag auf den ersten Blick gering erscheinen, wuchs jedoch im Laufe der Saisons. Vorteile von wenigen Zehntelsekunden begannen mit der Zeit, die Rennergebnisse zu beeinflussen. Letztendlich zeigten die Stoppuhren, dass vergangene Erfolge keine Garantie für den heutigen Wettbewerb sind. Wenn ein Motorrad nicht das gewünschte Niveau erreicht, sind die Fahrer auf dem Sattel die Ersten, die die Last zu spüren bekommen. Die Fans führen das Ergebnis oft direkt auf den Fahrer zurück. Dabei ist das technische Paket in modernen Grand Prix-Rennen wichtiger denn je. Selbst die talentiertesten Fahrer können bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Aus diesem Grund erlebten einige Champions die schwierigsten Phasen ihrer Karriere. Die Erfolge der Vergangenheit sind nicht verschwunden. Was sich geändert hat, ist das Wettbewerbsumfeld. Der Kampf auf der Rennstrecke hat sich zu einer Struktur entwickelt, die sich nicht mehr allein durch individuelles Können erklären lässt. Die Geschichte zeigt, dass im Motorsport keine Überlegenheit ewig währt. Teams, die gestern noch unbesiegbar schienen, können heute ins Straucheln geraten, während diejenigen, die zurückliegen, innerhalb weniger Jahre an die Spitze aufsteigen können. Daher wäre es falsch, die aktuelle Situation als unveränderliches Schicksal zu betrachten. Neue Projekte, unterschiedliche Motorkonzepte und sich ändernde Regeln können das Gleichgewicht neu gestalten. Insbesondere die in den kommenden Jahren in Kraft tretenden Regelungen werden viele Berechnungen von Grund auf neu machen. Die eigentliche Frage ist nicht, ob es ein Comeback geben wird, sondern wie lange es dauern wird. Es wäre unvollständig, diese Geschichte nur anhand der Siegzahlen zu betrachten. Es handelt sich weniger um einen Zusammenbruch, als vielmehr um eine Weiterentwicklung des Sports. Methoden, die lange Zeit zum Erfolg geführt haben, bringen in der neuen Ära möglicherweise nicht mehr das gleiche Ergebnis. Europazentrierte Projekte haben sich schneller an den Wandel angepasst. Die Hersteller aus Fernost hatten hingegen Schwierigkeiten, aus ihrer gewohnten Routine auszubrechen. Genau darin liegt der Grund für den heute zu beobachtenden Unterschied. Es geht also nicht nur darum, wer verloren hat. Die eigentliche Frage ist, wer sich schneller an das veränderte Spiel anpassen konnte. Die größte Transformation der MotoGP in den letzten Jahren begann genau an diesem Punkt.